Hallo, heute zeige ich euch 5 unfaire Tricks, um die Erfolgsquote für Erstgespräche auf 35% zu steigern. Erfolgsquote für Erstgespräche definiere ich für unseren Vortrag so, dass es die Quote ist von der Anzahl der Anrufe, die ich mache, Anzahl der Erstkontakte, die ich mache und danach einen Termin zu erhalten. Und dann sind 35% auf diese Art und Weise schon ganz schön viel. Warum kann ich das erzählen? Ich bin Sales-Experte für Taipan Consulting und setze für meine Kunden CRM-Projekte im Bereich Sales um. Mein Spezialgebiet ist die Begleitung von Unternehmen, die schnell wachsen, insbesondere im Bereich Technologie und Scale-Ups im Bereich SaaS. Als Co-Referenten haben wir bei der Veranstaltung den Jan-Henrik Moritz mit dabei, der den ganzen Bereich Content und Sales Content betreuen wird. Um sich mit dem Thema vertraut zu machen, lassen wir doch mal gemeinsam nochmal Revue passieren, welche Fails, welche wirklich peinlichen Situationen wir selber beobachten, wenn wir als Käufer unterwegs sind und wir was kaufen wollen. Kennt ihr die Verkäufer, die eigentlich furchtbar langsam sind? Oder die Verkäufer, die irgendwie mal erreichbar sind und dann irgendwie wie ein Schmetterling gleich wieder weiter sind und unterwegs sind? Verkäufer, die man kennenlernt und wo man das Gefühl hat, kann ich dem wirklich vertrauen? Oder Verkäufer, die eigentlich echt keine Ahnung haben von ihrem eigenen Produkt? Was ist dein Lieblings-Top-Fail? Was ist das, was du wirklich absolut gar nicht ertragen und ausstehen kannst? Nun, insgesamt bescheinigen mir meine Kunden, dass ich in dem Bereich sehr stabil und sehr robust und sehr erfolgreich unterwegs bin. Meine Kunden sagen, dass sie durch meine Arbeit ihr Wachstum unterstützt haben und teilweise überhaupt erst möglich gemacht haben. Andere Unternehmen, wie beispielsweise Pliant aus dem Bereich Kreditkarten, Fintech in diesem Falle, zeigen sehr deutlich, dass ich durch mein Know-how die Unternehmen begleitet habe und sie befähigt habe, ihre Prozesse so zu unterstützen, dass sie optimal mit dem System arbeiten können. Gehen wir jetzt ein auf die 5 Top-Fails. Nee, Tricks, nicht Top-Fails, sondern die wichtigsten 5 Tricks. Trick Nummer 1 für mich ist Schnelligkeit. Interessanterweise sagen wir das doch schon ziemlich häufig und das ist so ein altes Sprichwort. Der frühe Vogel und der Wurm und so. Aber lass uns das doch mal betrachten, ein bisschen von der evidenzbasierten, von der umfragebasierten Seite. Bei Umfragen zeigt sich sehr deutlich, winner takes it all. Das heißt, derjenige, der als erstes da ist, bekommt den Auftrag. Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass 35-50% aller Projekte gehen an den Verkäufer, der als erstes antwortet. Das heißt, 50% oder 65% machen sich gar nicht die Mühe, irgendwie schnell zu antworten. Und in meiner persönlichen Erfahrung merke ich das auch immer wieder, dass ich dazu tendiere, mit demjenigen, der als erstes anruft, auch als erstes dann gleich einen Termin zu machen. Unsere Tools in unserem CRM-System unterstützen uns dabei. HubSpot ist genial darin, genau diese Schnelligkeit zu unterstützen und zu erreichen. Wir haben so etwas wie die Möglichkeit, uns direkt per E-Mail zu benachrichtigen, wenn ein Kontakt von uns etwas Bestimmtes gemacht hat. Direkt per Pop-up, per Benachrichtigung aus unserem System heraus eine Information zu geben, dass jemand in meinem System gerade etwas erreicht hat oder ein wichtiges Meeting zu vereinbaren, mithilfe von meinem Smartphone direkt einen Link zu meinem Meetingkalender rauszusenden. Spannend sind auch die Funktionen, so ganz auf der rechten Seite gezeigt, dass man auch beobachten kann, welche Dokumente der Empfänger angeschaut hat und vor allen Dingen auch welche Seite dabei. Wie können wir nun die Möglichkeiten, schnell zu sein, den Wunsch nach schnell sein zu wollen, mithilfe von Sales-Sequenzen unterstützen? Die Sales-Sequenzen helfen uns, schnell zu sein und relevant zu transportieren.
Mit Sequenzen können wir Sales-Prozesse beschleunigen, optimieren und automatisieren. Und es gibt hervorragende Dashboards, die Lead-Aktivitäten zu unterstützen. Was ein angenehmer Nebeneffekt ist von Sales-E-Mails, dass die rechtlichen Anforderungen deutlich niedriger sind, weil wir ja auf der Basis eines berechtigten Interesses eine Vertriebs-E-Mail, eine Sales-E-Mail zu senden können, ohne dass wir zwingend ein Double Opt-in dafür notwendig haben. Das heißt, Schnelligkeit ist im Prozess wichtig, aber bitte denkt immer daran, es ist auch unglaublich wichtig, relevant zu bleiben und relevant zu sein dabei. Was bedeutet nun Relevanz? Auch ein Wort, was so gerne mal verwendet wird. Relevanz bedeutet, dass in diesem Zusammenhang das, was wir zu sagen haben, auch wirklich bedeutsam und wichtig ist. Das heißt, wir gehen auf die konkreten Bedürfnisse und Herausforderungen ein. Das heißt, einfach nur mal so ein Standard-E-Mail rauszuhauen, ist nicht das, was ich unter Relevanz verstehe und bezeichne, sondern persönliche Ansprache, und das geht darüber hinaus, einfach nur zu sagen, hallo Josef, sondern sehr persönlich darauf einzugehen, was ist denn gerade die Rolle und die Art und Weise, wie ich den Ansprechpartner in seiner Rolle kontaktiere. Best Cases, die passend zu diesem Projekt zu schicken, White Paper, Videos, aber auch Eigendarstellungen und Einblicke in unsere Vorgehensweise rüberzusenden. Die Abstimmung, die Reihenfolge hängt sehr individuell von dem jeweiligen Lead ab. Und daraus ergeben sich die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Sales-Sequenzen. Geschwindigkeit und Relevanz hatten wir genannt. Die Personalisierung, also genau hinzuschauen, was braucht derjenige. Und dafür haben wir ja heutzutage hervorragende Quellen, mit denen wir das machen können. Wir können dafür LinkedIn und den Sales Navigator einsetzen. Wir können dafür ChatGPT einsetzen, um Recherchen zu machen über das, was für den Empfänger relevant ist. Mehrwerte zu bieten, das heißt sehr genau zu überlegen, was könnte der auf der anderen Seite gebrauchen und ihm dazu bereits schon einen Mehrwert zu liefern und Lösungsansätze. Also, in einem Beispiel könnte das so aussehen. Hier ist ein Beispiel von einem nicht so wirklich relevant formulierten E-Mail, dass man sehr leicht umbauen kann in Richtung von einem wirklich optimierten, angepassten E-Mail, der das entsprechend dazu passt. Aus der Aufzeichnung und aus den beigefügten Unterlagen kannst du sehr viel genauer noch anschauen. Gehen wir jetzt über dazu, was der zweite Trick ist, den ich postuliere. Für mich ist der zweite Trick die Hartnäckigkeit, dranbleiben. Und auch das klingt so einfach, ist in der Praxis aber unglaublich bedeutsam. 80% aller Sales-Projekte brauchen mindestens 5 Follow-ups nach dem ersten Meeting. Aber 44% aller Sales Reps geben nach dem ersten Follow-up auf. Das heißt, die fragen einmal nach dem ersten Meeting und dann nichts mehr. 50% der Kunden, der Interessenten, der zukünftigen Kunden wählen den Anbieter, der als erstes sich meldet nach einem Meeting. Also, das bedeutet für dich ganz klar, du musst nichts anderes tun, als erstens der Erste zu sein und zweitens dran zu bleiben. Selbst wenn du es beim ersten Meeting nicht erreichst, beim ersten Nachfassen nicht erreichst, zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Weil, nächster Punkt der Statistik ist, im Durchschnitt braucht's 8 Follow-ups, um einen Prospect zu erreichen. Das heißt, mit Hilfe von Sequenzen unterstützt dich dein HubSpot-System dabei, diese Hartnäckigkeit im Alltag auch wirklich zu leben und optimal zu unterstützen. Auch dafür sind die Sequenzen ein hervorragendes Tool. Das heißt, du kannst mit Sequenzen sehr genau die einzelnen Stufen definieren und auch vorgeben, dass alle Mitarbeiter im Vertrieb das genauso tun, sodass du dann vergleichen kannst, welche Vorgehensweise hat optimal funktioniert, an welcher Stelle sollten wir unsere Vorgehensweise, das sieht man sehr genau an den Quoten dann dabei, äh, optimieren und gegebenenfalls verbessern. Also Aufmerksamkeit bedeutet, dass äh, aus dem Reizangebot die einzelnen Reize auszuwählen. Also muss man irgendwie auffallen und irgendwie da sein. Das heißt, alleine durch so einen Betreff wie 5 unfaire Sales-Tricks. Klar, ich bin im Vertrieb unterwegs, also
nennen wir das Ganze eben halt mit einem griffigen Titel. Aber für denjenigen, der es nicht tut, wirkt es unfair. Mehrwerterelevanz schaffen, das heißt Tricks und Kniffe im Sales-Prozess zu erzählen aus der Erfahrung aus anderen Projekten heraus und passgenaue Best Cases zu liefern. Du solltest immer bedenken, kenne ich die Herausforderung des Leads gut? Das heißt, dein Lead muss schon aus einem Bereich stammen und hervorgeneriert sein, den du als Branche, als Markt, als Unternehmenstyp gut kennst. Wenn du plötzlich anfängst zu verkaufen an eine Zielgruppe, die du vorher noch nie bedient hast, dann wirkst du wie ein Dilettant. Dann wirkst du wie einer von denen, die, oh no, keine Ahnung haben von deinem Markt und von dem Markt des Kunden. Wie kann ich im ersten Schritt Aufmerksamkeit erzeugen? Weil genau das ist der Kasus Knacktus. Die Kontakte da draußen, die Prospects haben so unglaublich viele Impulse. Deiner muss daraus hervorstehen. Welchen Mehrwert kann ich gleich von Anfang an bieten und wie baue ich die Inhalte sinnvoll aufeinander auf? Ab wann ist viel zu viel? Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, ich muss irgendwann auch aufhören, den Lead, den Prospect zu nerven. Aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass es durchaus Projekte gibt, wo bis zu 80, ich meine, ja wirklich, 80, 80 Mal nachgefasst wird und es gibt immer noch eine Konversionsrate von Anruf zu Termin oder Anruf zu Kauf von bis zu 5%. Das heißt, ja, es lohnt sich, auch lange dran zu bleiben und immer wieder, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung heraus. Ich interessiere mich für ein Softwareprodukt, probiere es mal aus, aber es ist im Moment einfach nicht der richtige Zeitpunkt, diese Software zu kaufen. Ich habe keine Zeit oder es ist gerade nicht der richtige Anwendungsfall dafür da. Trotzdem interessiert mich das. Also bleibe ich in der Sales-Sequenz von demjenigen, der mir diese Software verkaufen will. Ja, und irgendwann, 2, 3, 4 Wochen später, vielleicht auch 2, 3, 4 Monate später, reagiere ich dann auf seine Sequenz und sage, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Produkt zu kaufen. Deswegen lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ab wann ist zu viel oder wann ist viel, wenn ich viel mache, dann zu viel. Das ist sehr unterschiedlich dabei und hängt von vielen Faktoren ab. Aber definitiv, wenn du jetzt eine Zahl im Kopf hast, sie ist mit Sicherheit zu niedrig. Beispiel für Relevanz, also aus dem Beispiel von vorhin, auf die Sicherheitssituation einzugehen, den Produktkatalog entsprechend gleich dabei zu haben. Also Relevanz kann man auf unterschiedliche Wege sehr gut schaffen. Trick Nummer 3, Kompetenz zeigen. Einfach als kompetenter Ansprechpartner zu sein. Harvard HBR hat das mal so schön dargestellt. Die meisten im Vertrieb benutzen Gen AI oder ChatGPT völlig falsch. Oder viel zu wenig, viel zu schwach. Denn ChatGPT ist wie der berühmte Ferrari zum Brötchen holen, nicht damit ausgelastet, wenn ich damit ein paar nette E-Mails schreibe, sondern es ist unglaublich leistungsvoll und leistungsstark darin, die Hintergrundrecherchen zu machen für beispielsweise Unternehmen, mit denen ich einen Termin habe. Also wenn ich einen Erst-Kennenlerntermin habe mit einem Unternehmen, dann schaue ich vorher nach, welche Bedingungen, welche Herausforderungen, welche Problemsituationen hat dieses Unternehmen in seinem Markt und komme dann als informierter Ansprechpartner in diesen Termin und kenne mich sozusagen als Insider in diesem Markt schon ein kleines bisschen besser aus als ein völliger Neuling. Also geht es darum, dass wir solche Tools wie ChatSpot, also die KI-Funktionalität, die in unserem HubSpot-System gleich fertig eingebaut ist, optimal einsetzen, um mich direkt mit diesem Markt zu beschäftigen. Und hier ist ein Beispiel, wie ich mich vorbereitet habe auf einen potenziellen Termin mit einem Unternehmen und mir Hintergrundrecherchen damit gemacht habe. Trick Nummer 4, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit, ja klar, ich nehme natürlich gerne das Beispiel der Schweizer Bahn. Inbegriff für Zuverlässigkeit. Es soll doch tatsächlich Menschen in der Schweiz geben, die ihre Uhr danach stellen, wann der Zug einfährt, weil es kann ja gar nicht sein, dass die Schweizer Bahn irgendwie zu spät oder zu früh ist, sondern man stellt seine Uhr nach der Bahn, nicht umgekehrt. Auch dabei unterstützt uns unser HubSpot-System, die Zuverlässigkeit zu unterstützen, indem ich
in dem Prospecting Workspace mir meine Aufgaben abbilde und morgens ganz normal in das Prospecting-System hineingehe, in meinen Dashboard hineingehe und sehe, was steht für heute an, welche Termine, welche Anrufe, welche Aufgaben etc. Und auch das habe ich in meiner Smartphone-App direkt mit dabei und verfügbar. Mein Lieblingstrick Nummer 5 ist Persönlichkeit und Sympathie. Es ist doch immer wieder so, dass Menschen von den Menschen gerne kaufen, die persönlich sympathisch zueinander passen. Und da gibt es ein schönes Beispiel dafür, wie im Bereich KI ähm, Verbindung geschaffen wird, indem mit KI-basierten Systemen ein Matching, eine Zuordnung gemacht wird von einem Anrufer zu dem entsprechenden Beratungs- und Betreuungsplatz. Die Abschlussquoten in der Situation, wenn der Anrufer von der Persönlichkeit gut passt zu dem Berater, sind insbesondere bei beratungsintensiven Situationen unglaublich hoch und unglaublich positiv. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, sprich mich gerne an, entsprechend dabei. Allerdings, grundsätzlich bleibt es dabei, dass Persönlichkeit und Sympathie deswegen so wichtig ist, weil in einem Produktverkauf, in einem Produktkaufsituation ist es ja so, dass wir das Produkt erst herstellen, also die Produktion passiert als erstes, dann passiert der Kauf und dann erst der Nutzen. Nun, gerade in einer Dienstleistungssituation ist es allerdings so, dass der Kunde erst kaufen muss, dann passiert die Produktion und der damit verbundene Nutzen. Das heißt, der Kunde, insbesondere im Dienstleistungsbereich, braucht eine sehr hohe Affinität, ein sehr hohes Vertrauen zu demjenigen, der als Berater, als Verkäufer, als Persönlichkeit sympathisch entsprechend rüberkommen muss. Ihr kennt es vielleicht selbst aus der eigenen Erfahrung heraus, ob mir nun der Verkäufer im Autohaus oder bei Aussuchen von einer Hose oder einem Anzug sympathisch ist, ja, ist ganz nett, aber ganz ehrlich, ist nicht so dramatisch wichtig, weil ich kann mir ja das Produkt anschauen und ich kann mich ja hineinsetzen ins Auto und es Probe fahren. Das ist ja viel relevanter. In einer Beratungssituation allerdings, in dem Augenblick, wenn wir beide zusammenarbeiten, dann ist es ja schon sehr viel wichtiger, dass wir gut auch miteinander auskommen. Wir müssen zwar nicht heiraten, aber sympathisch und eine gute Beziehung zueinander, das sollte schon entsprechend relevant und wichtig sein dabei. Dann gibt's natürlich in solchen Situationen immer einen ultimativen Trick. Also sagen wir mal den Trick Nummer 6 oder 0, wie man den nur entsprechend bezeichnen will. Weil lassen wir uns mal eine Sache auf der Zunge zergehen. 35%, wie entstehen die denn? 35% entstehen durch die Schlagkraft, also 35, und die Schlagzahl. Wenn ich schlagkräftig 35 Termine bekommen habe, im Verhältnis zu Schlagzahl 100 Anrufen, die ich gemacht habe, dann sind 35% sehr sportlich. Wie kann ich nun diese Gleichung beeinflussen? Ich kann ja zwei Faktoren beeinflussen, die 35 und die 100. Schauen wir uns mal den Punkt unten in der Gleichung unter dem Bruchstrich die 100 an, wie ich die beeinflussen kann. Da geht es ja darum, dass ich die 100 richtigen oder die 100 idealen Kontakte anrufe. Es geht darum, in meinem Märchenanalogie, dass der Prinz, ja, ich weiß, das ist üblicherweise eine Prinzessin, die einen Prinzen küsst, aber heute ist es bei mir in einer gleichberechtigten Welt mal ein Prinz, der einen Frosch küsst. Der geht nicht in den Wald und guckt nach irgendeinem Tier, was er küssen könnte, um es zu entzaubern, sondern der geht in den Wald und sucht nur nach Fröschen. Das heißt, für dich übertragen in deinem Zielmarkt, du definierst dein Idealkundenprofil auf eine Art und Weise, dass ganz genau klar ist, dass du auch wirklich nur Unternehmen aus genau diesem Bereich anrufst. Wenn es darum geht, Software an Banken zu verkaufen, dann wirst du Banken und Software Nachfrager in den Banken heraussuchen. Wenn es darum geht, Software an Immobilienverwalter zu verkaufen, dann suchst du die Immobilienverwalter heraus, die die richtige Größe haben, die das richtige Budget haben und wirst genau die anrufen. Also beeinflusst du als allererstes die Zahl 100, nämlich genau die, die du anrufst, und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr viel höher, dass du in dem Zusammenhang auch Termine bekommst. Also ist damit der ultimative Trick,
nur die anzurufen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit genau das Problem haben, was du mit deinem Angebot lösen kannst. Darum geht es mit dem ICP, mit dem Ideal Customer Profile, eine passgenaue Situation zu erreichen. Soweit zu den 5 Tricks, wie wir mehr und wie man entsprechend im Vertrieb erfolgreicher sein kann. Und wenn es darüber mehr Informationen gebraucht wird, kontaktiere uns doch sehr gerne. Tobias Heine von Fürst von Martin ist der Ansprechpartner im Hause Fürst von Martin. Ich bin auch dort erreichbar über meine E-Mail-Adresse oder ansonsten auch mit meiner Telefonnummer und freue mich sehr auf Diskussionen, Rückfragen und Anregungen dabei, wie das umzusetzen ist. Alles Gute, herzlichen Dank, bis bald.